Hallo liebe Freunde, nachdem diesem Pferdefuß im Tschopautal zwischen Tschopau und Waldkirchen ja nun abgeholfen wurde, ergibt sich die Möglichkeit für eine neue Rundtour und selbige möchte ich euch heute vorstellen und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Zu dieser angenehmen, reichlich 7 Kilometer langen Tour würde ich euch als Startpunkt den Parkplatz an der Krumm-Hermersdorfer Straße in Tschopau empfehlen. Von hier laufen wir zunächst in die schmale und uns bereits bekannte Straße in der Sandgrube, vorbei an den Sportanlagen von Motor Tschopau zur Linken und dem romantischen, der Stadt namensgebenden Fluss Tschopau. Dieser wird mittels des himmlischen Herbstes noch zusätzlich veredelt und schenkt uns angenehme Bilder. Wie euch sicher bereits bekannt ist, überqueren wir die Tschopau mit Hilfe dieser Brücke. Auf der anderen Seite angekommen ist die Devise »Aufgepasst«. Wie bereits im Update für den früheren Pferdefuß ausführlich erklärt, biegen wir sofort scharf links ab, gehen unter der Brücke hindurch einige Meter am Fluss entlang und kraxeln die Treppen nach oben. Diese geschafft, zweigen wir erneut links ab und der Weg führt im bzw. zwischen dem Wäldchen und Feld entlang, bis wir auf einen Pfad stoßen, welcher der einst vom nicht mehr vorhandenen Bahnübergang kam. Diesen folgen wir rechts weiter, bekommen einen schönen Blick hinunter ins Flusstal geboten und erblicken dabei auch das sehenswerte Aquädukt von Tschopau, von dem schon mehrfach die Rede war, ehe wir in den Wald eintauchen. Es lässt sich nicht leugnen, die nächsten 500 Meter geht es durchaus aufwärts, aber was soll's. Der schöne Pfad durch den Wald entschädigt, wie ich finde, für den vergossenen Schweiß. Zunächst oben angekommen, erblicken wir über die Felder hinweg unser nächstes Zwischenziel Waldkirchen. Doch jetzt loszurennen wäre unüberlegt. Ein kurzer Schwenk nach links führt uns nämlich vor zur Teufelsnase. Sagt selbst, wir würden doch etwas verpassen, wenn wir uns nicht diesen wunderbaren Anblick der Bergbau- und Motorradstadt Tschopau gegönnt hätten. Beschwingt und satt gesehen gehen wir zurück aufs Feld und folgen dem nächsten Pferdefuß. Der Waldweg existiert nämlich leider nicht mehr. Jedoch war der Bauer so freundlich und hat seine Zäune ein wenig zurückgezogen. Somit haben wir die Chance, dem Wäldchen ausweichend auf dem Feldweg zu gehen. Und siehe, erneut im Wald angelangt, wartet wiederum ein angenehmer, schmaler Pfad auf uns. Bis wir schließlich mit einem vom Forst ramponierten Weg konfrontiert werden. Lange müssen wir uns das zum Glück nicht antun, denn keine 100 Meter und mit uns geht es mächtig gewaltig bergab. Wir müssen nämlich auf diesem schmalen und unscheinbaren Pfad hinunter. Wer sich hier unsicher ist, wie immer findet ihr unter dem Video die GPS-Daten. Damit könnt ihr euch sicher leichter orientieren. Ihr seht es, letztlich landen wir wieder einmal auf Asphalt. Theoretisch könnten wir auch die Straße überqueren und schräg gegenüber auf dem Mühlenweg in Richtung Grünhainischen in die Höhe steigen. Das wollen wir aber heute nicht. Zum Trost kann ich euch jedoch sagen, der Verkehr hier auf der Straße zwischen Waldkirchen und Krumm-Hermersdorf ist sehr bescheiden. Bringen wir also diesen Asphaltabschnitt hinter uns. Seht ihr, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Das Ortseingangsschild Waldkirchen begrüßt uns bereits. Hinein in den Ort, wie ausgeschildert, laufen wir auf der alten Dorfstraße die 500 Meter nach unten Richtung Bahnhof. An der Hauptstraße angekommen, erkennen wir die gegenüberliegende Rollemühle mit dem hier beheimateten Blaufarbenwerken inklusive Verein. Auch diese war bereits ein Thema und mit Wiederholung will ich euch ja nicht langweilen. Somit folgen wir weiter unserem Weg, überqueren erneut die Tschopau über diese sehr geschichtsträchtige Brücke. Die Anfänge gehen übrigens auf das Jahr 1765 zurück.
Damals soll es hier eine ebensolche überdachte Holzbrücke gegeben haben, wie wir sie bereits aus Hennersdorf und Hohenfichte kennen. Diese genügte jedoch irgendwann den Anforderungen für die vielen Transporte in die Blaufarbenwerke nicht mehr und wurde logischerweise im Jahr 1865, die Jahreszahlen schwanken je nach Quelle, durch dieses Steinbauwerk ersetzt. Aber Brücke hin oder her, der Fluss allein ist doch auch sehr sehenswert und Wasser hat einen ganz eigenen Reiz, wie ich finde. Noch wenige Schritte trennen uns nunmehr vom Bahnübergang. Natürlich könnten wir von hier mit dem Zug zurückfahren wie auf einer früheren Wanderung. Wie angekündigt soll es jedoch heute eine Rundwanderung werden, also überqueren wir die Gleise und dürfen noch einmal in den sauren Apfel namens Asphalt beißen und rechts auf der Straße in Richtung Gurnau abbiegen. Und siehe, es handelt sich hier sogar um einen ganz offiziellen Wanderweg. Also die berühmten hinteren Backen zusammengekniffen und weiter geht's. Zumindest der erste Abschnitt auf der Eisenstraße ist nicht das, was man unter amüsant versteht. Zum Glück taucht aber schnell auf der linken Seite ein begehbarer Streifen auf, welcher uns erlöst und mehr oder weniger schnell von der Straße weg erneut nach oben führt. Und das ziemlich steil, wie zu sehen ist. Dafür quasi als Belohnung für den kurzen, doch stark befahrenen Teilabschnitt vom Bahnhof wartet auf den folgenden 1,5 Kilometern wieder schönste Natur und Frieden auf uns. Ein klein wenig kann man hier zwar tatsächlich ins Schwitzen kommen, ehe wir mit lieblichen Blicken auf verträumte Gartenparzellen und teilweise in die Ferne Richtung Waldkirchen entschädigt werden. Selbst umdrehen lohnt sich hier, so schauen wir hinunter auf den inzwischen stillgelegten Steinbruch, welchen man sich bei Bedarf oder Wunsch sogar als Modell von Auhagen kaufen kann, um beispielsweise seine Modelleisenbahn zu veredeln. Was natürlich auch hier nicht fehlt, die Krone unseres Erzgebirges, und den schönen Anblick haben wir uns doch verdient. Ganz unmerklich erreichen wir den Höhepunkt unserer Wanderung mit 416 Metern. Den Zenit überschritten erwartet uns der gemütliche bzw. angenehme Abschnitt dieser Tour. Denn zunächst durch die Gartenanlage geht es völlig relaxed in Richtung Waldkirchner Straße. Kurz vor Erreichen selbiger habe ich die Chance, welche diese Bank bot, genutzt und mir ein Picknick gegönnt. Dann sind es nur noch wenige Schritte und wir überqueren die Straße. Allerdings fiel mir auf, fast schon makaber, siehe das Wanderschild. Folgen wir dem Zschopau-Talweg, hier hoch droben über den Fluss. Aber Ironie beiseite, hinter der Straße lockt der nahe Auenblick und das hört sich doch spannend an, oder? Neugierig, was uns dort erwartet, gehen wir weiter auf diesen angenehmen Pfad bei Herbstwetter, wie man es sich von einem goldenen Herbst nur erträumen kann. Schwupps, und schon ist der Auenblick erreicht. Zugegeben, sehr viel ist nicht zu sehen, dennoch fand ich es ganz angenehm hier oben. Für den weiteren Abstieg musste ich an dieser Stelle jedoch ein wenig suchen. Das Hinweisschild war etwas versteckt, der Pfad sehr schmal, aber wie ihr seht, zu finden ist er und sehr angenehm zu laufen. Dennoch, Vorsicht, es ist ein wirklicher Pfad und kein breiter Waldweg. Logisch, irgendwann hat uns die Zivilisation wieder, in diesem konkreten Fall mittels des Gartentors. Aber an dem Schild erkennen wir befinden uns noch immer auf dem richtigen offiziellen Wanderweg und können ohne schlechtes Gewissen passieren. Durch die Sparte selbst gibt es logischerweise der Wege viele. Sucht euch einen nach eurem Geschmack. Nur würde ich euch, vorausgesetzt ihr wollt nicht direkt in die Stadt, als Zielrichtung die Straße am Gräbel ans Herz legen. Diese laufen wir nach unten. Die Straße heißt inzwischen fast logisch nach dem Auenblick Auenstraße. Sowie als Orientierungshilfe tauchen bereits die ersten Hinweisschilder für die Sportanlagen wieder auf. Daher lassen wir die Garagen links liegen, gehen immer weiter nach unten und landen schließlich wieder an der lieblichen Zschopau. Weit ist jetzt unser Weg nicht mehr.
Somit leisten wir uns den Luxus, an so einem schönen Herbsttag das Flair des Wassers inklusive der bunten Blätter zu genießen, ehe wir, vorbei an besagten Sportanlagen, wieder auf unserem Parkplatz landen.